Hi, mein Name ist Inga und wir sind hier im Weingut Dating. Es ist ein Familienweingut mitten in Bad Dürkheim mit viel Tradition, wo die ganze Familie noch mitarbeitet. Ein Weingut, was natürlich, wie es so in der Pfalz üblich ist, viel Fokus auf Riesling hat, aber auch verschiedene Burgundersorten anbaut und natürlich auch gerne verschiedene Rotweine im Repertoire hat. Das Wichtige in einem Betrieb, wie überall, sind natürlich die Mitarbeiter. Und wir haben einen Mitarbeiter, der oftmals unterschätzt wird, aber mit die wichtigste Rolle bei uns trägt, nämlich die Hefe. Und bei der Hefe ist es so, die redet leider nicht mit uns, die arbeitet vor sich hin und manchmal muss man dann doch genauer hinschauen, was ist denn da überhaupt los? Läuft unsere Gärung, wie wir das möchten? Deshalb brauchen wir eine Lösung, die uns dabei hilft. Traditionell macht man das ja mit einem Mikroskop, was leider etwas zeitaufwendig ist. Nicht jeder hat das Händchen dafür und auch die Geduld, sich hinzusetzen und da die Hefen zu analysieren. Dazu kommt, dass wir im Herbst recht wenig Zeit haben, denn es gibt alle Hände voll zu tun und dafür haben wir dann einfach eine simple Lösung gebraucht. Und in dem Fall haben wir uns umgeschaut und sind auf Ökolyse gestoßen. Das Schöne hierbei ist, es ist sehr einfach in der Anwendung. Man kann auch den Azubis das in die Hand drücken, es in kurzen Schritten erklären und dann wird einfach schnell umgesetzt, was wir haben wollen. Wir kriegen schnell Informationen, was ist mit der Hefe los und wie können wir handeln. In der Regel schauen wir nach unseren Hefen inmitten der Gärung. Manchmal kommt es ja vor, dass so eine Gärung ins Stocken gerät und dann fragen wir uns natürlich, was ist da los? Liegt es an der Hefe? Ist die gut versorgt? Ist sie vielleicht zu kalt oder sind zu viele Hefezellen abgestorben? Dann machen wir einfach ganz schnell unsere Analyse und schauen dann, ist es denn die Hefe, die das Problem macht oder sind es vielleicht andere Faktoren? Wo auch so eine Analyse ganz praktisch ist, gerade im edelsüßen Bereich. Denn bei edelsüßen Weinen ist es ja so, dass meine Zuckerkonzentration unendlich hoch ist und die Hefen es nicht unbedingt so gerne mögen, wenn ich so viel Zuckergehalt habe und dann brauchen sie manchmal ein bisschen Hilfe, wo man dann schauen möchte, passt das? Sind genug Hefezellen bei uns im Wein drin oder brauchen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr? Müssen wir nachimpfen? Oder ist es so, denen geht es ganz gut, die brauchen nur ein bisschen Zeit und dann läuft die Gärung. Ein weiterer Grund, weshalb wir natürlich gerne wissen wollen, wie es unseren Hefen geht, ist natürlich, man kann verschiedene Präparate einsetzen, um die Hefeernährung zu stärken, um die Hefen zu unterstützen. Manchmal ist aber die Frage, brauchen die Hefen das überhaupt oder brauchen sie es nicht? Und aufgrund der Untersuchung können wir dann sagen, okay, wir müssen jetzt was tun, wir müssen was ändern, müssen den Hefen vielleicht etwas Futter geben oder wir können es bleiben lassen, weil es den Hefen eigentlich ganz gut geht. Also ich würde jedem Winzer empfehlen, zu Ökolyse zu greifen, der sagt, okay, für mich ist das, was mikrobiell in meinem Wein passiert, wichtig und ich möchte auch meine Hefen unterstützen und das ist einfach eine simple Methode, um kurz und schnell Antworten zu kriegen.